Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von homedefense24.com. Und heute wollen wir euch unsere neue Munitionsproduktpalette vorstellen. Diesmal auch etwas schöner verpackt als früher. Und zwar geht es hier im Speziellen, als unser besonderes Highlight, um diese Killer Spikes. Das war eigentlich eine Idee, wo man eigentlich 3-4 Mal drüber nachgedacht hat. Aber wir haben trotzdem gesagt, okay, wir bringen das Ganze auf den Markt, weil die Nachfrage auch hier sehr, sehr hoch ist für den Home Defense Bereich. Ich zeige euch das Ganze mal. Jetzt hier zum Beispiel haben wir die Killer Spikes im Kaliber 68. Die haben ein Gewicht von 2,4 Gramm und einmal im Kaliber 50 mit 1,8 Gramm. Dann haben wir hier noch die PVC Iron Balls mit 3,6 Gramm. Das bedeutet hier, das ist eine PVC-Kugel im Kaliber 50, aber hier drinne ist noch ein Stahlkern. Ähnlich ist es hiermit mit den Rubber Steel Balls im Kaliber 68. Das sind auch Hartgummigeschosse mit einem Stahlkern. Die haben ein Gewicht von 10,9 Gramm. Und hier sind die Ammo 6 V9 Munition. Und zwar, die sind jetzt hier mit wie heißt das noch gleich, mit Epoxid sind die hier gegossen. Die bieten wir an. Farbe ist natürlich, gibt es einmal in Rot, in Blau, gibt es glaube ich auch in anderen Farben, in Schwarz. Die haben ein Gewicht von 16,6 Gramm und 14,9 Gramm. Also das ist die 16,9 Gramm. Man kann es auch sehen, die Kugel, die hier drin ist, die Stahlkugel, ist natürlich ein bisschen größer. Dann haben wir natürlich auch hier die PVC-Balls im Kaliber 68. Hier genau das gleiche wie in einem Kaliber 50. Es ist sehr hart und auch mit einem Stahlkern. Hat ein Gewicht von 10 Gramm. Die meisten Bälle kennt man natürlich, die kann man natürlich überall laden. Aber hierzu wollten wir nochmal eingehen. Und zwar, ich zeige euch das mal. Das Besondere hier ist einfach natürlich, man kann das Ganze nur in einem System verwenden, wo man zum Beispiel eine Trommel hat, wie zum Beispiel bei der HDR oder halt bei der HDS zum Beispiel. Da kann man die verwenden. Hier, ich zeige euch mal im Kaliber 50. Das ist jetzt die Trommel von der HDR 50. Nur mal hier den roten, damit man es besser sehen kann. Normalerweise ist es ja so, dass man die Munition bei der HDR von vorne laden muss und nach hinten zu schieben. Das ist natürlich aufgrund dieser wirklich brutalen Spitze, die übrigens aus Metall ist, kann man hier vielleicht mal sehen, würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Also man kann wirklich hier problemlos die auch wirklich von hinten laden, die Trommel, man schiebt die vorsichtig ein. Wichtig ist natürlich, man darf sie nicht zu tief eindrücken, sonst guckt hier die Spitze raus und dann dreht sich die Trommel nicht mehr. Und das geht dann auch hier mit meinem schwarzen. Das geht ganz gut und die fliegen auch ordentlich. Die haben natürlich aufgrund des geringen Gewichts eine sehr hohe Geschwindigkeit. Allerdings natürlich halt eben nicht die Durchschlagskraft, wie zum Beispiel jetzt die PVC Iron Balls, weil natürlich weniger Masse dahinter steckt. Das Ganze sieht aber bei der HDR 68, das ist die Trommel von der HDR 68, was für ein Unterschied eigentlich, ein bisschen anders aus. Hier kann man nicht von hinten laden. Die ist natürlich geschlossen, weil das hat den Hintergrund, dass viele Besitzer einer HDR die Bälle immer von hinten geladen haben. Die haben die immer von hinten geladen und dadurch hat das Ganze nicht richtig funktioniert. Deswegen haben die das hier etwas verjüngt auf der Seite. Das heißt, jetzt muss man das Ganze natürlich von vorne laden. Ich nehme mal hier den roten, damit man es besser sieht. Dann schiebt man die vorsichtig ein. Hier muss man natürlich ein bisschen quetschen. Achtet nur auf eure Finger. Ihr könnt das Ganze wirklich bis zum Anschlag reinquetschen. Hier kann man das sehen. Ist jetzt drinne. Und auch hier müsst ihr immer kontrollieren, wenn ihr so seitlich guckt, dass die Spitze hier nicht rausguckt. Sonst dreht sich die Trommel nicht mehr. Das Ganze ist sehr, sehr böse. Wir werden hier natürlich nochmal ein Video machen zu dieser Munition, ein Schussvideo, auch generell zu allen Munitionstypen, die wir hier haben.
Natürlich einmal in der 7,5 Joule Variante. Und wenn ich demnächst mal im Ausland unterwegs bin, dann wird das Ganze nochmal in der 20 bzw. 30 Joule Variante nochmal vorgestellt. Bin ich schon ganz gespannt drauf, weil ich persönlich weiß noch gar nicht, wie das Schussbild ist von diesen Dingern. Die sind aber, die haben eine ganz geringe Mannstoppwirkung natürlich durch das geringe Gewicht. Wie das Ganze sich mit 7,5 oder halt mit 20 oder 30 Joule dann aussieht, müsst ihr natürlich mal schauen. Auch die Distanz und die Präzision wollen wir euch natürlich da mal zeigen. Aber die ersten Tests haben gezeigt, dass die wirklich sehr, sehr gut fliegen. Also alles hier. Ne, jede Munition hat natürlich seinen Vorteil und seinen Nachteil. Hier müsst ihr natürlich schauen, was euch hier am besten zusagt. Ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ist, dass die Munition vom Ammo 6V9 eigentlich das Beste ist. Ne, es hat das perfekte Gewicht. Man kann die Munition so wählen, wie man das möchte. Es passt überall rein. Auch hier kann man das mal zeigen. Passt perfekt rein. Hoppala. Nehmen wir jetzt mal hier die Kugeln. Passen ebenfalls perfekt rein, egal was man hier auswählt. Also es passt eigentlich immer. Aber weil die größer sind, steckt da einfach ein bisschen mehr Masse hinter. Die ist halt vergleichbar mit den Kugeln. Allerdings haben die durch die Finne, die hinten dran ist, einfach eine bessere Flugeigenschaft. Das Ganze natürlich auch hier genauso wie mit der HDR 50. Ja, schieben wir die einfach mal hier rein. Hier passt eine zum Beispiel gar nicht rein, weil es ja die Vorderseite ist, Entschuldigung. Von hinten passt rein. Alles wunderbar. Gut, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Mehr gibt es hier eigentlich auch nicht zu sagen. Außer, dass wir jetzt auch eine Rabattaktion haben. Und zwar, wir geben euch 10% auf alles, wenn ihr unseren Rabattcode YouTube10 bei der Bestellung eingibt. Das gibt es auch nur bei uns. Ich verlinke euch in der Beschreibung unten nochmal den Link zu den einzelnen Produkten und natürlich nochmal den Rabattcode. Wenn ihr Fragen dazu habt zu dem Produkt selber, schreibt uns an info@homedefense24.com oder direkt runter in die Kommentare und wir werden euch natürlich die Fragen relativ zeitnah beantworten. Das war es auch schon von meiner Seite und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann, ciao!